Servus T4-Gemeinde, herzlich willkommen zur neuen Folge. In dieser Folge geht es darum, diese Stecker zu verwenden und was man alles damit Schönes bauen kann. Los geht's! Ich zeige euch erstmal, was ihr so generell benötigt. Und zwar, ich würde euch 2 Buchsen empfehlen. Also hier unter der Kappe ist immer halt die Buchse. Und 2 Stecker. So ein Set würde ich mir kaufen. Zusätzlich, was ich damit jetzt auch noch vorhabe, bräuchtet ihr noch so eine zusätzliche hier, eine Sperrdiode. Die gibt es auch zu kaufen bei Amazon. Ich verlinke euch die in der Videobeschreibung sowie auch die Stecker. Und was ich jetzt damit vorhabe, ist Folgendes. Erstens möchte ich standardmäßig einen Anschluss haben, wo ich zum Beispiel einen Kühlschrank anschließen kann, nach außen zum Beispiel, oder eine Beleuchtung oder irgendwas, was ein bisschen mehr Strom zieht, als jetzt sagen wir mal der kleine Stecker über den Zigarettenanzünder, den ich sowieso ausgebaut habe. Und hier geht es eigentlich jetzt darum, um einfach größere Lasten darüber laufen zu lassen. Oder zum Beispiel, wenn ein bestimmter Stecker eingesteckt wurde, dass etwas Bestimmtes auch im Fahrzeug passiert. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das heißt, ich lege das mal kurz zur Seite, dieses hier und hier. Konzentrieren wir uns erstmal auf diese beiden. Also, ich möchte jetzt einen Kühlschrank außen anschließen, der, sagen wir mal, mehr als 10 Ampere zieht. Diese Stecker-Buchsen-Kombination, also diese Verbindung, ist grundsätzlich vom Hersteller bis zu 25 Ampere ausgelegt, nominal. Also bei ganz normaler Anwendung, halt Daueranwendung, 25 Ampere. Man kann auch höhere Ströme durchlaufen lassen, würde ich aber generell nicht empfehlen, außer ihr kauft Originale von Hella, glaube ich. Hella ist der Erfinder, wie auch immer, von dieser Verbindung, von dieser Kupplung. Bin mir aber nicht sicher. Wer das genau weiß, schreibt es bitte in die Kommentare. Also, wie gesagt, ich möchte hier extra ein Licht anschließen, ein Kompressor, 12 Volt Kompressor oder einen Kühlschrank außerhalb oder eine kleine Kaffeemaschine, was auch immer. Also das möchte ich so verwenden. Der zweite Anschluss, den ich bauen möchte, der ist etwas anders aufgebaut. Und zwar hat der Stecker, ich mache mal kurz die Kappe ab, hat der Stecker ja 3 Pole. Das heißt Plus und Minus zum Beispiel auf die beiden dicken Kontakte hier. Und auf den kleinen kann ich ein Signal geben, auch zum Beispiel von plus 12 Volt, damit ich ein Relais zum Beispiel aktivieren kann. Oder deaktivieren kann, je nachdem, was mir so vorschwebt. Und meine Idee ist jetzt folgendes: Der T4, also viele von euch haben ja 2 Batterien im T4. Eine Hauptbatterie, also die Starterbatterie auch genannt, und eine Zusatzbatterie, die meistens unter dem Fahrersitz liegt. Und jetzt kann man, wenn man das ein bisschen geschickt einstellt, mit Hilfe dieser Sperrdiode und ein also vernünftig belegten Kontakt hier, eine Kontaktkombination, kann man nämlich dazu kommen, dass man mit einem Ladegerät, wenn man jetzt irgendwo das Fahrzeug in der Garage stehen hat oder bei der Überwinterung stehen hat, könnte man in diesem Moment, wo man diesen Stecker an das Ladegerät anschließt, nicht mehr mit diesen Klemmen rangeht an die Batterien, sondern wirklich direkt lädt. In diesem Moment, wo man den Stecker einsetzt, fließt ein Strom zum Relaiskontakt, der sowieso unter dem Fahrersitz installiert ist, fließt aber nicht zurück Richtung Steuerung bzw. der Fahrzeugelektronik, so dass irgendwie nicht zusätzliche Verbraucher eingeschaltet werden. Ja? Also nur, dass ihr das ungefähr so versteht. Also eine Diode macht nichts anderes, als lässt den Strom in eine Richtung passieren und in die andere Richtung sperrt sie den Strom. Und so ist es auch gedacht. Ich glaube, ich zeige das mal falsch rum. So, genau. Also, so würde die Diode jetzt funktionieren. Wenn der Strom hier ankommt, dann lässt sie ihn durch. Wenn der Strom so fließen will, dann lässt sie ihn nicht durch, dann sperrt sie. Das ist die Sperrrichtung. Und das wollte ich eigentlich so machen. Das heißt, hier würde normalerweise der Erreger kommen. Erreger sage ich jetzt schon, das Signal für das Relais, damit das Relais schließt, wenn ihr die Zündung umdreht.
Und ich will aber die Spannung bzw. den Strom, der hier kommt, nicht wieder zurück zum Zündschloss schicken oder zu irgendeinem anderen Verbraucher, der noch in der Bordelektrik verbunden ist, sondern ich will wirklich nur das Relais aktivieren und dann die beiden Batterien damit laden. Entferne ich diesen Stecker bzw. die Ladevorrichtung und stecke mein Akku sage ich jetzt schon, mein Licht oder meine Kühlbox dran, dann wird dieses Relais nicht aktiviert. Das bedeutet, in diesem Moment, wo ich einen Verbraucher anstecke, verbrauche ich nicht die Starterbatterie, sondern ziehe nur den Strom von der ganz normalen Batterie unterm Sitz. Das ist die Idee und den hier will ich einfach nur auf der anderen Seite anbringen, also auf der gegenüberliegenden Seite, also Beifahrerseite, dass ich von beiden Seiten, je nachdem wie ich das Fahrzeug hingestellt habe oder wie ich es brauche, mir den Strom entweder von links oder von rechts holen kann, aber auch von links oder von rechts laden kann. Das ist die Idee dahinter. Gut, dann legen wir jetzt los. Also ich habe mir Folgendes vorgestellt. Ich würde gerne hier unterm Sitz, also ungefähr an dieser Stelle, Moment, stellen wir das Licht kurz zur Seite, hier diesen Stecker montieren, weil an dieser Stelle stört er mich nicht. Ich kann sogar ein- und aussteigen. Die Batterie sitzt ja in diesem Bereich hier und hier würde ich gerne den Stecker haben. Und auf der anderen Seite in der Sitzkonsole genauso. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Stecker, Moment, ein bisschen hell, hier vorne anbringen, an dieser Klappe. Könnte man auch machen, kann man sich ja noch überlegen, ob das Sinn macht. An dieser Stelle, auf dieser Klappe sind nämlich auch die ganzen Relais und so weiter. Und zusätzlich werde ich natürlich auch noch erklären, wie diese Relais hier funktionieren, beziehungsweise wie die Kabelbezeichnungen sind und so weiter und so weiter. Das schauen wir uns dann sowieso nochmal in einem Schaltbild genau an. Aber bevor ihr damit beginnt, müsst ihr natürlich den Sitz, ja, jetzt ist die Frage, ausbauen oder nicht ausbauen. Wenn ihr gut und ohne Ärger an die Sachen rankommen wollt, dann baut ihr den Sitz aus. Das ist nicht so schwierig, den abzuschrauben, sind insgesamt 4 Schrauben. Habe ich schon einmal gezeigt in einem Video, wo ich den Sitz komplett wieder in Stand gesetzt habe, inklusive der Armlehnen hier. Wer sich dafür interessiert, da verlinke ich jetzt oben in der Ecke das Video mit. Ja, also wir sehen uns dann gleich, wenn der Sitz draußen ist. Wenn ihr den Sitz jetzt nun abhabt, dann könnt ihr oder solltet ihr als erstes die Batterien trennen. Das bedeutet, als erstes macht ihr Minus ab. Ihr klemmt also immer Minus als erstes ab. Hier und auch vorne. Also die Starterbatterie und die Zusatzbatterie. Erst Minus abklemmen. Dann könnt ihr Plus abklemmen. Und so verstauen, dass euch der Plus nicht stört. Das mache ich noch. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, wie das funktioniert hier mit den Relais. Standardmäßig ist es so, wer eine Zusatzbatterie hat, der hat ja auch eine Standheizung und die Standheizung wird hier drüber abgesichert. Das heißt, wir haben eine Hauptsicherung für die ganze Standheizung. Da läuft auch die Uhr mit drüber. Also wenn ihr mal die Uhr zurücksetzen wollt, dann müsst ihr diese Sicherung hier ziehen. Die 5 Ampere Sicherung, glaube ich, soweit ich weiß, nur für den Steuerstromkreis, also beziehungsweise für das Steuergerät, was ja in der Luftstandheizung verbaut ist. Die Luftstandheizung wird über dieses Kabel, beziehungsweise hier drüber läuft dann die Uhr. Hier kommt die Uhr an von vorne, hier unten. Und ihr seht schon, hier vorne kommt ein schwarzes Kabel an. Auch von vorne. Und das braune geht hier als auf Masse. Generell sind braune Kabel bei VW immer Masse. Das kann man sich generell merken. Und mit einem Strich geschaltete Masse, wie zum Beispiel die Türkontaktschalter, falls es jemanden interessiert. So, und Rot muss nicht immer Plus sein. Es gibt auch unterschiedliche Farben für Plus, aber dazu vielleicht mal in einem anderen Video. So, das ist das Relais, was die beiden Batterien miteinander verbindet, wenn ihr den Zündschlüssel umdreht. Das bedeutet Zündschlüssel auf Position 1 und in diesem Moment klickt das Relais und verbindet diese beiden Batterien miteinander. Und die Ansteuerung erfolgt wirklich nur über dieses schwarze Kabel. Das hat, glaube ich, auch keine zusätzliche Markierung. Es ist einfach nur schwarz. Also es ist ein vom Zündschalter kommt das her. Kann sein, dass es in anderen T4-Versionen
eine andere Farbe hat, aber generell braun ist Masse. Das Relais braucht natürlich einen Massekontakt und dann auch sozusagen das Signal, damit es anzieht und den Kontakt schließt. Jetzt noch ein kurzer Hinweis, kann sein, dass manche Relais auch hängen. Das heißt, die Batterien sind die ganze Zeit miteinander verbunden. Das kann man relativ einfach feststellen. Das zeige ich euch aber noch, wie das funktioniert. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich hier ran an dieses Kabel hier. Hier werden wir auch dann die Diode drauf machen, aber das zeige ich alles, beziehungsweise zeige auch noch mal gleich am Rechner, wie das miteinander funktioniert, damit ihr das auch versteht, warum, weshalb, wieso. Und warum man auch mit dieser Batterie über das Relais nicht den T4 starten kann, beziehungsweise warum das auch nicht funktionieren wird, weil ihr euch gleich das Kabel nämlich hier abbrennt oder das ganze Relais dann auch abbrennt. Das zeige ich euch aber dann auch noch mal am Rechner. Was ich dann gleich nochmal mache, was ich gleich update, sind diese Klemmen. Das gefällt mir hier nicht, das ist immer alles so voll. Ich habe ja noch hinten die Campingausrüstung mit dran. Und dann kommt ja noch diese Dose hier separat mit dran an der Seite. Deshalb baue ich auch diese Klemmen gleich um. Habe euch die schöne besorgt, die zeige ich euch noch. Und dann gehen wir jetzt erstmal kurz an den Rechner rüber. Und dann zeige ich euch, wie diese Schaltung, beziehungsweise wie das mit dem Zündschalter funktioniert und wie ich mir das gedacht habe mit der Diode und so weiter, damit das dann alles klar ist. So, bevor ich das jetzt vergesse, nochmal, wie stellt ihr fest, ob dieses Relais hängt? Es reicht einfach nur hier die Klemme vom Minuspol abzumachen. Lösen. So. Jetzt seid ihr habt ihr gerade live gesehen, ist das Licht ausgegangen. So. Und jetzt misst ihr eigentlich nur zwischen Pluspol und der Minusklemme, ab da eine Spannung drauf liegt. In diesem Fall liegt keine Spannung drauf. Das bedeutet, das Relais hat getrennt. Ja? Also würde das Relais nämlich nicht getrennt haben oder halt defekt sein, was ziemlich oft vorkommt, nur so zur Information, dann wäre jetzt nämlich hier die Spannung von der Startbatterie mit drauf. Ja, jetzt haben wir 0,64 Volt, das schleicht sich hier einfach irgendwo ein. Aber das ist jetzt halt normal. Ja, so ist im Millivolt-Bereich. Und in diesem Moment, wo ich das jetzt hier drauf mache, geht gleich auch mein Licht an. Und wir haben dann auch jetzt hier gemessen die Spannung von der Starterbatterie jetzt mit 12,3 Volt. Ja, ist schon relativ schwach, sollte mal geladen werden. In diesem Zug könnt ihr das ja gleich sowieso machen, wenn ihr da am Bauen seid, beziehungsweise wenn ihr danach sowieso das aufgebaut habt, so wie ich das jetzt in diesem Video zeige, dann könnt ihr ja gleich die Batterie damit laden. Aber wir werden sehen, wie es läuft. So, ich habe jetzt hier mal eine Schaltung für euch vorbereitet, damit ihr ein bisschen ein Verständnis davon kriegt, was ich vorhabe, beziehungsweise was auch in eurem Fahrzeug passiert, wenn ihr den Zündschlüssel umdreht. Also, standardmäßig ist es so, dass ihr, wenn ihr den Zündschlüssel umdreht, ein Strom anfängt zu fließen. Und der Strom fließt nämlich so lang, also in diese Richtung, wo die höhere Spannung ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier eine Spannung habt in eurer Starterbatterie oder Starterakku von 13,5 Volt, fängt an, dieser Strom dann hier in den Zusatzakku zu fließen, wenn diese eine kleinere Spannung hat, zum Beispiel 12,2, so wie bei mir gerade gemessen. Das bedeutet, dieser Strom fließt so lange, bis dieser Akku das gleiche Potenzial oder die gleiche Spannung erreicht wie dieser hier, beziehungsweise wenn sich diese beiden ausgleichen, weil natürlich, wenn hier Strom fließt, wird die Kapazität hier zurückgehen und somit auch die Spannung. Das heißt, wenn der hier irgendwann, jetzt machen wir das mal, vielleicht bei 13 Volt ankommt und dieser hier auch bei 13 Volt ankommt, gibt es einen Stillstand. Das ist auch wichtig zu wissen, sollte dieser Akku mal kaputt sein, also die Zusatzbatterie auch genannt, kaputt sein, dann wird oder einen Kurzschluss haben, dann geht alles, was hier sozusagen probiert oder die Lichtmaschine probiert,
hier reinzupumpen in diesen Starter-Akku oder Starterbatterie, wird dann verpufft oder wird hier zum Teil verbraucht an dieser Batterie, an der Zusatzbatterie und kann dann zum Kabelbrand führen oder halt, ja, das Relais fackelt ab oder was auch immer. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn ihr eine Batterie tauscht, vorne zum Beispiel Starterbatterie, tauscht gleich immer die Zusatzbatterie mit und verwendet auch die gleichen Kapazitäten, damit das ganze System auch etwas besser funktioniert. So, was ich jetzt zusätzlich hinzugefügt habe, und ich erkläre das nochmal hier. Also wir haben hier unser Zündschloss. Dieses Zündschloss geht mit dem Signal, die Diode bitte noch nicht beachten, geht hier mit dem Signal, das ist das schwarze Kabel, was ich euch gezeigt habe, hier auf das Relais. Und in diesem Moment, wo der Zündschalter umgedreht wird, schließt der Kontakt. Die 12 Volt von der Starterbatterie werden dann auf den Kontakt, also den Spulenkontakt von dem Relais gegeben. Das Relais zieht an, schließt hier den Kontakt und somit sind beide Batterien miteinander verbunden. So, damit kein Strom zurückfließen kann, also wenn ich jetzt hier ein Ladegerät anschließe, habe ich diese Diode hier eingesetzt. Diese Diode sperrt sozusagen, dass der Strom von einer fremden Spannungsquelle, wie zum Beispiel dem Ladegerät, was wir gleich hier anschließen werden, hier zurück ins Zündschloss fließt, beziehungsweise irgendwo anders in die Elektronik fließt, weil jeder T4, also jede Version vom T4 hatte vielleicht eine andere Ausstattung oder hätte noch zusätzliches Zubehör. Und damit wir sicherstellen, dass wir hier nicht unnötig Spannung irgendwo ins System sozusagen jagen auf irgendein anderes Steuergerät, machen wir hier eine Diode, eine Sperrdiode rein. Diese Diode lässt den Strom in diese Richtung durch und in diese Richtung sperrt sie. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt hier eine zusätzliche Spannungsquelle anbringe, Gleichstromquelle, in diesem Fall nennen wir die mal das Ladegerät. Und das Ladegerät wird dann am Anfang vielleicht, ja, machen wir mal die 14,5 Volt rein, was so das Maximum, ja, fast das Maximum ist für einen Bleigel-Akku. Und wir verbinden das dann jetzt hier. Dann werdet ihr jetzt gleich sehen, dass jetzt, wenn das nur mit 2 Kontakten über den Stecker, den ich euch vorhin gezeigt habe, angeschlossen ist, wird nur dieser Akku hier geladen. Und zwar, der wird so lange geladen, bis er irgendwann von dem Ladegerät, also das Ladegerät entscheidet, okay, der Akku ist jetzt voll, ich höre jetzt auf zu laden. Möchten wir jetzt beide laden, gibt es noch das dritte Signal. Und das dritte Signal schicken wir sozusagen auf das schwarze Kabel drauf zum Relais und verbinden das hier mit dem Plus. Und in diesem Moment, ja, wird das Relais angezogen und ihr seht, dass hier jetzt zwar noch kein Strom fließt, aber wenn wir jetzt hier die Spannung etwas runter machen, dann sollte das auch funktionieren. Ist nur die Frage, ob die Software das jetzt auch wirklich hier kann. Moment, weil es sind 3 Spannungsquellen. Ja, es wird ein bisschen schwierig. Nur ich wollte es jetzt noch mal verdeutlichen. Also es heißt, eigentlich ist dieser Pfad jetzt hier gewählt und wie ihr seht, das sind so ganz kleine Punkte und hier fängt an, der Strom zu fließen. Vielleicht könnte man noch ein bisschen weiter runter gehen, damit sich das etwas erhöht. Jetzt kann man es besser sehen. So, und wenn ich jetzt hier, jetzt seht ihr, wie der Strom auch noch hier lang fließt, das heißt zu der Starterbatterie. Und wenn ich jetzt hier mit der Spannung langsam hochgehe, also sagen wir mal, wir erreichen jetzt die 14,5 Volt oder 14,2 Volt, dann fängt an, der Strom hier kleiner zu werden und fließt dann auch hier rüber zu dem ersten oder zu dem Starter-Akku. So, jetzt machen wir mal hier 14,5 Volt, der ist jetzt geladen, dann hört es auf zu fließen und das wird jetzt auch hier 14,5 Volt werden. So, und in diesem Moment sind beide Batterien geladen und das Ladegerät hält sozusagen diese beiden Batterien auf dem gleichen Potenzial, so wie es das halt gerade entschieden hat. Das sind dann meistens 13,8 oder 13,6 Volt, wenn das jetzt bei einer Überwinterung wäre. Und wenn ihr jetzt hier das Ladegerät abzieht, mit dem dreifach belegten Stecker, jetzt habe ich ein bisschen zu viel weggenommen. So, wir ziehen das jetzt ab und ihr wollt jetzt hier, ihr seht,
das Relais ist abgefallen und wir wollen jetzt hier zum Beispiel, na, was wollen wir dann da schnell reintun, was irgendwie ein bisschen Sinn macht. Gab es hier nicht irgendwo eine Lampe oder so? Ah, natürlich, hier ist eine Lampe. Und diese Lampe, die können wir hier ein bisschen verschieben. Die Lampe hat eine Spannung, Nennspannung und ein bisschen viel. Machen wir mal auch 12 Volt. Und wenn ihr jetzt hier diese Lampe so anschließt, dann wird auch nur die Zusatzbatterie oder der Zusatzakku verwendet. Solange dieses Relais kein Signal hat über den dritten Kontakt, über diesen Mittelkontakt oben, bleibt dieser Starterakku nicht berührt von dem Verbraucher oder nicht an, da wird der Strom halt nicht gezogen. In diesem Moment, wo wir das hier verbinden, wird auch der Strom aus diesem Akku dann gezogen. Nur damit das halt klar ist. Ja? Also, das heißt, wir rüsten jetzt gleich gemeinsam diese Steckdose für die 3 Kontakte hier nach. Wir rüsten hier eine Diode nach. Auf die Schweizer Leitung kommt eine Diode drauf. Und dann geht das nochmal zum Relais. Hier kommt eine Abzweigung drauf. Und wir rüsten noch eine zusätzliche Sicherung von 20 Ampere, die uns hier diese Kontakte, also diese Kabel hier absichert, beziehungsweise die ganze Steckdose dann hier für die 12 Volt absichert. Ich hoffe, ich konnte das euch jetzt ein bisschen verständlicher zeigen und machen wir uns jetzt erstmal ans Werk. So, bevor ihr jetzt bohrt, macht es Sinn, einfach ein bisschen Karton zu nehmen und diesen Karton hier reinzutun, so dass dieser flach auf der Stelle anliegt, wo ihr bohrt, damit euch die Späne nicht durch die Gegend fliegen in den Kasten. Weil diese gehören eigentlich dann nicht aufs nackte Blech oder aufs Blech, dann rosten sie später. Also Karton mit einem Stück Pappe, also die Pappe einfach hier rauflegen, dann mit einem Lappen vielleicht hinten etwas fixieren, damit es nicht nach vorne, also nach hinten abhaut. Und jetzt kann man dann hier auf diese Seite ziemlich gut bohren. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Dose, also die Steckdose, ungefähr hier an dieser Stelle zu platzieren, ungefähr Mitte zwischen den beiden Bohrungen hier. Und hier oben unter der Konsole kommt dann nochmal von innen diese Sicherung hier, ist eine 20 Ampere Sicherung, die dann direkt diese Dose absichert, vielleicht ein bisschen weiter, also ungefähr so an dieser Stelle, dass man, wenn man möchte, von hier, wenn man die Klappe aufmacht, die Sicherung wieder aktivieren kann, sollte die ausgelöst haben. Und dann, ja, kommt man dann, glaube ich, ziemlich gut dran. Also diese Stelle sollte relativ gut sein. Als erstes körnen wir das mal kurz an. Und dann bohre ich jetzt einfach mal durch. So. Und lass es mal in Zeitraffer ablaufen, weil was soll man dazu denn viel sagen?
fangen wir jetzt an mit der Konfektionierung und auch mit der Belegung. Generell Plus auf der rechten Seite, Minus auf der linken Seite und oben machen wir sozusagen dann auch das Signal Plus später für unser Relais. Also, als erstes bereite ich mir jetzt das Kabel vor für das Signal Plus. Isoliere hier ein Stück ab. Das reicht. Dann kommt das hier rein. Das ist ein kleiner, der schmale Kabelschuh. Moment, ich hole mal kurz eine Zange. Also nochmal erwähnt, der kleine Kabelschuh mit 4,8 mm. Dann gibt es noch die großen mit 6,3. Das sind dann die hier. Und bitte die Litze nicht verdrehen. Manche zeigen, dass man das verdreht. Nein, tut man nicht. Soll man auch nicht. So reinschieben in den Kabelschuh und dann auf Rot einfach kremmen. So, pressen. Damit ist jetzt erstmal unser Plus, der das Relais ansteuert, beziehungsweise dann auch durch die Diode geht, schon mal drauf. Den können wir eigentlich schon mal drauf schieben hier. Ihr seht, dass der Pin relativ oben ist. Das heißt, macht das so, dass ihr so drauf geht. Also wirklich ja, mit der flachen Seite dann nach oben. Und dann rastet es auch schön ein. So. Und jetzt ist das auch richtig schön fest. Das ist jetzt mal unser erstes Kabel. Das zweite Kabel hatte ich schon ein bisschen konfektioniert. Das heißt, ich recycle hier ein bisschen. Da hatte ich Glück. Da hatte ich schon die 6,3 mm Kabelschuhe drauf. Aber das geht halt genauso auch mit der Zange, wie eben gerade gezeigt. Jetzt wollen wir hier halt noch eine Sicherung machen. Und die Sicherung mache ich genau, naja, vielleicht etwas weniger als auf der Hälfte von dem Kabel, weil wir haben uns ja beim Bohren das so gemacht, dass wir hier die Dose haben. Und dann gehen wir hoch zu der Sicherung, also dann in die Sicherung rein und aus der Sicherung dann direkt zum Plus der Batterie. Das heißt, ich schneide das jetzt ungefähr, damit noch ein schöner Bogen übrig bleibt. Ja, hier an dieser Stelle einfach durch. So. Isoliere das jetzt ab. Wo habe ich mein Messer? Natürlich nicht zur Seite, natürlich nicht vorbereitet. So. Und hier haben wir 6 Quadrat. Ja, das kommt hin, das ist 6 Quadrat. Ja, also 6 Quadrat Aderendösen. Die müssen auch natürlich drauf. Kann man sich ungefähr hier, ich glaube 12 mm ist es immer. Ich isoliere das jetzt so ab. Bisschen Erfahrung habe ich schon mit Strom in meinem Leben gesammelt. So sieht es aus. Wieder nicht verdrehen oder sowas, sondern wirklich so direkt in die Aderendöse schieben. Dann kommt es Stück vorne raus. So ungefähr soll das dann aussehen. Und dann mit einer Zange verpressen. So. Das ist schön. Sieht gut aus. Und natürlich die andere Seite dann später zur Batterie. Ebenfalls genauso anschneiden. Ihr könnt das auch mit einer Abisolierzange machen, wie ihr wollt. Aber ihr seht, ich schneide keine Litze an. Das ist eigentlich völlig in Ordnung so. Und dann Kabelschuh drauf. Passt. Und kremmen. So. Der ist richtig schön drauf. So, das heißt, hier ist Sicherung. Hat die überhaupt einen Eingang? Ausgang hat sie natürlich nicht. Das ist so eine automatische Sicherung. Also vertraut diesem Ding jetzt nicht zu sehr. Also ich meine von der Qualität her.
Ob das jetzt bei 20 Ampere auslöst oder ein bisschen früher, kann ich euch nicht sagen. Ich nutze die jetzt das erste Mal und ja, so. Machen wir ein bisschen auf. Wenn ich sie einbaue, dann löst sie aus. Dann sollte sie sich vielleicht so nach unten auslösen, ist besser. 20 Ampere. Naja. Eigentlich hat eine Sicherung ja keine Richtung. Aber gut. Okay. Also. Dieses Gummi hier drüber gestülpt. Und hier rein. Unbedingt Aderendösen verwenden, sonst quetscht ihr die Litze auseinander. Und jetzt nicht übertreiben, sondern wirklich handfest. Das reicht hier auf der Seite genau dasselbe Spiel. Handfest. Jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn man das drauf macht. Na, ist doch nicht schlecht, oder? Kann man nicht meckern. Jetzt nochmal hier die Seite. So, das Ding kommt jetzt hier angeschlossen. Also Plus mache ich jetzt hier unten hin, also hier hin. So, und Minus auf die andere Seite. So, und damit haben wir das Ding jetzt angeschlossen. Und ja, jetzt ist die Frage, kriegen wir das alles da durch? Sollte eigentlich funktionieren, wenn nicht, ziehen wir das da gleich ab. So, die Löcher sind jetzt ja alle gebohrt. Jetzt werden wir den ganzen Krempel hier mal durchschieben. So. Dann habe ich hier Edelstahlschrauben, die passen eigentlich hier perfekt dran. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die durchbekommen hier. Ich habe das nämlich schon mal ausgemessen vorher und da hat es gut durchgepasst. Moment. Seht ihr? Also die passen richtig schön. Also das ist eine M5 Edelstahl und die passt eigentlich sehr gut hier durch. Ja, und jetzt auch gut gebohrt. Passt einwandfrei. So, hinten Mutter mit Sperrverzahnung drauf. Das Problem ist, den Schlüssel kriegt man da nicht so gut drauf. Und da muss ich mal ein bisschen fummeln. So. Drauf. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich niete mit einer Niete die Sicherung hier an. Das heißt, also Nummer 1. Erste. Zweite. Schön.
Jetzt nehme ich euch mal mit. Also, das sieht jetzt so aus. Ich glaube, das lässt sich sehen. Sitzt alles schön stramm. Das Pluskabel ist in der Ecke. Das kommt dann hier später auf die Batterie mit drauf. Das kommt hinten auf diese Batterie mit drauf. Und wir haben hier schön noch unsere Steuerleitung. So sieht das aus. Finde ich schon mal nicht schlecht, oder? So, ich zeige euch jetzt nur noch, was ich jetzt anschließen werde, unten in den Batteriekasten. Und zwar kommt jetzt die Diode drauf. Das heißt, wir trennen das schwarze Kabel durch. Muss euch ungefähr so vorstellen. Das ist das schwarze Kabel. Hier geht es zum Relais. Hier ist das Relais. Machen wir jetzt mal so ein Schaubild. Also hier ist ein Relais. Und hier ist sozusagen das Signal vom Zündschlüssel. So, Moment. Vom Zündschlüssel. Was wir jetzt machen, ist, wir unterbrechen dieses Kabel. Das heißt, wir machen das jetzt so. Unterbrechen das Kabel. Legen auf das Kabel, was vom Zündschlüssel kommt, einen Kabelschuh drauf, 6,3 mm. Der kommt dann hier drauf, auf die Diode. Das ist die Durchlassrichtung, das ist die Sperrrichtung. Dann kommt die Diode hier so drauf. Und auf diesen Kabelschuh machen wir wieder das Relais drauf und unsere Abzweigung sozusagen, die von unserer Anschlussdose kommt, genau hier drauf. So können wir direkt das Relais ansprechen, ohne eine Spannung irgendwo in die Zentralelektrik zu schicken, zu indizieren oder wie auch immer. Ja, also das werden wir jetzt dort in den Kasten machen. So, wir sind jetzt in den Kabelkasten. Ich lege mir jetzt erstmal das, was ich nicht brauche, erstmal zur Seite. Also alles, was jetzt mit dem Hauptanschluss zu tun hat, zur Seite legen. Dann hier das auch zur Seite legen. So, also es geht ja um dieses Kabel hier und dieses schwarze. Wir werden das an einer Stelle durchschneiden, wo es Sinn macht, also hier in der Mitte. So, zack, durch ist es. Dann werde ich das jetzt noch abisolieren. So, also wie ihr seht, wir kommen hier von unten raus. Ja, also abisolieren. So, das sind nämlich zweimal isoliert. Das macht VW manchmal. So, Moment. Das ist doppelt isoliert. Das sind nämlich Kabel, die nicht durchsteuern sollten. Deswegen ist es bei VW oft zweimal abisoliert. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So, da haben wir die Adern. Was ich jetzt immer mache, ich nehme jetzt immer ein bisschen Schrumpfschlauch und packe das immer ein bisschen drauf hier. Und jetzt kommt, wir müssen ja in die Diode rein, also Durchgang, habe ich ja schon mal gezeigt. Und dann gehen wir jetzt hier mit den Stecker drauf. Mit dem Kabelschuh, wie gesagt 6,3 mm, den Kabelschuh bis zur Isolation reindrücken, aufsetzen. Mit Handschuhen macht sich das immer beschissen. Aber ich habe es hier an, ich habe mich nämlich ein bisschen geschnitten und deswegen will ich euch die Sauerei nicht zeigen. Von früheren Arbeit. So, also nochmal rein. Festhalten. Zu zeigen ist mal schwierig. Und pressen. So, damit ist der jetzt hier erledigt. Den werden wir dann später mit einem Heißluftföhn heiß machen. So, da haben wir jetzt die Diode drauf. Und jetzt müssen wir hier gucken,
wie wir das schwarze Kabel verlegen, so dass es ein bisschen Sinn macht und nicht zu wenig ist, falls wir noch mal was ändern wollen. So, das reicht. Isolieren jetzt wieder das vom Relais ab. So, dann müssen wir wieder ein bisschen mit dem Messer ran. So, und wir isolieren uns jetzt noch unser Kabel ab von unserem Stecker. Also unseren dritten Kontakt, den wir gebaut haben. Nehmen wir jetzt beide zusammen. Nicht verdrillen, bitte. Bleiben so, wie sie sind. Einfach flach lassen. Und jetzt gehören die beide hier in diesen blauen Stecker rein. Der ist nämlich etwas größer als die roten. Und dann einfach hin und her, bis dann die Kabel da reingehen. So, sind drin. Manchmal kommen sie hier vorne ein bisschen raus. Das macht nichts. Das könnt ihr ignorieren. Und dann wieder pressen. So, damit ist das jetzt hier fertig. Wir haben jetzt die Abzweigung geschaffen und wir haben natürlich unsere Diode mit drin. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier miteinander verbindet, funktioniert das genauso wie früher und hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Betrieb. So, dann kriegt das jetzt hier wieder ein Schrumpfschlauch verpasst. Bisschen weiter. Und dann kann man das alles miteinander jetzt verbinden. Na, so machen wir das. Wir drehen das mal so in die Richtung. Ihr seht gut, ich sehe schlecht. Euer Vorteil. So, und dann den Schrumpfschlauch so weit wie möglich hier drüber machen. Man könnte ihn auch wirklich über die ganze Sicherung drüber machen. Ich habe sowas da, aber leider nicht dieser Länge. Das heißt, es ist ein bisschen zu kurz, glaube ich. Oh, ja, weil die eine Seite, die ist in Ordnung, aber die gefällt mir jetzt persönlich nicht. Oh, das sitzt ja bombenfest. Da lassen wir das jetzt hier drin. Oh, der Stecker sitzt wirklich gut. Der geht einfacher ab. Und dann machen wir jetzt noch dieses Ding hier rüber und machen das dann so. Zack. Und werden das jetzt gleich auf der Seite in der Mitte schrumpfen. Moment. Das war's. Ja, damit ist das Relais angeschlossen und wir können es halt über die Buchse hier ansteuern. So, jetzt müssen wir uns unser Ladegerät modifizieren. Dazu schneiden wir jetzt diese Klemmen hier ab. Die sind zwar auch hier verschraubt, deswegen lasse ich auch ein bisschen Kabel da, falls ich das mal anderweitig benutzen möchte. So, ungefähr hier. So, jetzt machen wir die Kabelschnur drauf, holen uns noch mal ein Stück für das Signal, isolieren auch ein bisschen ab hier, kann ein bisschen mehr sein. So. Dann die beiden auch noch. So, an die Masse kommt ja nichts dran, das heißt nur der Kabelschuh kommt drauf. So.
Und an Plus kommen 2. Mal schauen, ob wir die da in den roten reinbekommen. Im Ganzen. Sollte aber funktionieren. Kamera und Hände. Ein bisschen komisch immer hier. So, drin ist es. Zack. Und dann hier noch. Ups, Moment. Oha. Seht ihr? Wenn man zu schnell ist, dann macht man den falschen Kabelschuh drauf. Also, die großen müssen drauf. Die 6,3. So. Na komm, geh rauf, da ist er. So, und jetzt hier noch den schmalen Kabelschuh drauf. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war's. So, jetzt kommen wir zu den Stecker. Was ich euch jetzt vergessen habe zu zeigen, ist, macht natürlich vorher die Kappe von dem Stecker mit drauf. Was mir an diesen Steckern nicht gefällt, ist, dass sie keine richtige Zugentlastung haben. Das heißt, man kann hier drin nirgendwo das Kabel richtig befestigen, wenn ihr mal dran rumzerrt. Da gibt es zwar eine Möglichkeit, die mache ich dann immer, damit das unten halt nicht durch das Loch durchfällt. Man könnte hier vorne eine Schlaufe machen, aber das ist nicht die feine Lösung. Müsste man das Kabel in irgendwas einklemmen, damit das halt nicht abhaut. Also ja, das ist jetzt eigentlich eher schlecht als recht, aber besser als gar nichts. Mal schauen. Also das gefällt mir an den Steckern jetzt nicht. Ja, das kommt gut hin. Also wir haben gesagt, jetzt gucken wir noch mal. Rechts ist Plus. Also hier unten nochmal, mit der Kamera ist ein bisschen schwierig, mal rechts ist Plus. Mache ich dann jetzt so drauf. Na, Vorsicht, nicht zwischen Isolation und Stecker. So, dann hatten wir gesagt, links war Minus. So, und das ist unser Signal fürs Relais, was wir uns ja auch jetzt hier geholt haben. Und das kommt jetzt hier einfach oben auf dem Pin drauf. So, das sieht nicht schlecht aus. Zumachen. Und jetzt zuschrauben das Teil. Mal gucken, ob da genug Platz drin ist und wie sich das verhält gleich. Ja, das ist okay. Aber trotzdem, also die Zugentlastung hätte da ein bisschen besser drauf sein können. Ja gut, die sind auch sehr günstig, die Dinger. Okay, dann testen wir das jetzt mal. So, letzte Sache, die ich jetzt noch mache. Ob ihr die jetzt macht oder nicht, das bleibt euch überlassen. Ich tausche die Klemmen hier, die Batterieklemmen, gegen andere, die stehende Kontakte haben. Das Problem ist nur, ihr müsst unbedingt aufpassen, wenn ihr später dann den Sitz wieder drauf macht. Ab dieser Klemme hier, die große vom Plus, also die sozusagen vom Relais kommt, die große Lastklemme, ab diese nicht oben gegen den Sitz kommt. Das heißt, es kann sein, dass man die entweder abschneiden muss. Es gibt aber auch eine Option, also bei den Klemmen, die hier wieder rauszudrehen oder aufzubohren, wie auch immer, und die Schrauben umzusetzen, so dass die halt nach unten zeigen und dann von unten verschraubt werden, damit die Klemmen halt, beziehungsweise die Verschraubung tiefer kommt. Das könnte man halt mal ausprobieren, wie das läuft. Ich klemme das jetzt erstmal hier bei mir an, um halt generell zu schauen, wie das ausschaut,
ob ich das jetzt überhaupt so mache oder nicht. Und natürlich will ich jetzt auch testen, ob das, was ich hier gebaut habe, funktioniert. Aber erstmal klemmen wir jetzt wirklich mal alles um. Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Das heißt, wir haben jetzt wieder hinten zumindest Spannung. Die Klemmen sind noch nicht hundertprozentig fest, das mache ich alles noch. Aber erstmal aufgesteckt, sollte irgendwo was passieren, kann ich schnell die Klemme abziehen. Deshalb ist es noch so. Ja, jetzt werden wir Folgendes machen. Ich gehe jetzt das mal vorne anschließen und dann sehen wir uns gleich hier nochmal wieder. So, angeschlossen ist es. Jetzt lege ich mal hier hin unser Ladegerät hin. Unsere fertigen Stecker habe ich hier. Und jetzt werden wir das Ladegerät Strom verbinden. Das Multimeter stellen wir jetzt auf Volt. Klemmen das hier an. Praktisch. Haben wir gleich eine Klemme. So, was wir jetzt hier messen, ist nur die Spannung von diesem Akku. Also 12,61 Volt. Sagen wir mal so, er ist fast geladen. Wir laden jetzt mit 0 Volt. Das heißt, dieses Ladegerät ist noch nicht angeschlossen und unser Relais ist ja noch aus. Jetzt schließen wir, jetzt machen wir den Stecker rein an der Seite. Und ihr hört, dass irgendwas passiert. Ich mache wieder weg. Relais ist abgefallen. Achtung. Zack. Wir haben jetzt das Relais aktiviert. 12,6 Volt zeigt das Ladegerät an. 12,5 oder 12,6? 12,6. Jetzt stellen wir mal um auf richtig laden. Und jetzt, meine Freunde, jetzt laden wir zur gleichen Zeit diesen Akku hier. Und wir laden den Akku jetzt auch, den Starterakku oder die Starterbatterie. Ich mag dieses Wort nicht, es ist ein Akku und keine Batterie. Das heißt, wir haben jetzt damit das Relais aktiviert und jetzt geht die Spannung hoch, wie ihr seht. Und jetzt werden beide Batterien, Akkus zur gleichen Zeit geladen. Jetzt gehen wir nach vorne und messen mal vorne. So, jetzt messen wir die Spannung an der Starterbatterie. Na, bleibst du drauf? 12,74 Volt. Das heißt, das funktioniert, wie ihr seht. Jetzt wird die Zusatzbatterie und die Starterbatterie zur gleichen Zeit geladen mit einem Stecker, ohne dass ihr vorne die Haube aufmachen müsst, ohne dass ihr hier rumkramen müsst, die Verkleidung hier abbauen und so weiter und so weiter. Das war jetzt der Sinn und Zweck dieser Umbauaktion. Und zusätzlich natürlich auch so, dass ihr separat Strom direkt von der Zusatzbatterie euch holen könnt oder wollt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. So, also das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Schraubenköpfe, die Schrauben noch etwas kürzen. Hier auch auf der Seite, obwohl Minus ist nicht so wichtig, aber natürlich beim Plus muss ich die Schrauben hier ein bisschen kürzen, damit ich ein bisschen flacher hier komme. Und ansonsten mache ich noch ein bisschen Ordnung mit den Kabeln. Aber ich will euch jetzt das Video jetzt nicht unnötig länger machen. Wer jetzt Spaß an diesem Projekt gefunden hat, da würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielleicht auch über einen Kommentar oder Fragen zu dieser Idee, was ihr davon haltet oder was ihr davon vielleicht nicht haltet. Kritik natürlich positiv und negativ gern gesehen. Und ja, das war's. Viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Video.